Weidmannsheil. In der Früh noch herrliches Herbstwetter, zu Mittag starker Sturm, gefolgt von einer Regenfront. Keine optimalen Voraussetzungen für die Hirschbrunft, dennoch geht es nach den Regen am Nachmittag mit unserem sehr sympathischen Berufsjäger hinaus ins Revier. Schon beim Aussteigen weht den Jägern der starke Wind um die Ohren. Die Pirsch beginnt. Überraschender Anblick eines Tieres, das aber rasch den Einstand entgegenzog. Es geht auf einem sehr gut gepflegten Pirschweg in einen Graben, wo der Sturm erträglicher sein sollte. Am Weg dorthin bekamen die Jäger Schwarzwild in Anblick, Überläufer, Bachen mit Frischlinge und junger Keiler. Die Jäger lassen das Schwarzwild vorüberziehen und wenig später geht es weiter. Nur wenige Schritte später zieht der nächste Schwarzkittel über die Jagdschneise, ein Überläuferkeiler. Die Jäger bleiben stehen und beobachten weiter. Ein Frischling und wieder ein junger Keiler. Schwarzwild wird in der Hirschbrunft ausnahmslos nicht erlegt. Der Hochsitz ist erreicht. Vor den Jägern liegt ein Wildacker, der vollständig von Einständen umgeben ist. Beste Voraussetzungen, und so dauert es nicht lange, bis Rotwild in Anblick kam. Zuerst ein Tier mit Kalb und ein junger Sechserhirsch. Ab und zu trieb der Hirsch das Tier, doch kurz darauf konzentrierten sich alle wieder auf die Esung. Von Brunftgeschrei war nichts zu hören, zu stark war der Sturm. Nachdem der Hirsch für einige Zeit verschwunden war, tauchte er gemeinsam mit einem weiteren Tier mit seinem Kalb wieder auf. Die Sonne war schon lange untergegangen, als plötzlich ein abnormer alter Rehbock mit Geiß und 2 Kitzen rechts neben dem Hochsitz am Wildacker auszog. Was für ein abnormes und interessantes Geweih! Es ist eindeutig ein Rosenstockbruch, der für die Form der rechten Stange verantwortlich ist. Das Rotwild im Hintergrund beeindruckt den Abnormen in keinster Weise, sehr wohl aber die Jäger. Trotz aller Bemühungen, unseren Pirschführer vom notwendigen Abschuss zu überzeugen, die Antwort war Nein. So genossen die Jäger den Anblick von Reh und Rotwild, bis die Nacht hereinbrach. Schon in den ersten Minuten der Morgenpirsch wurde es spannend. Die ersten Hirsche waren zu hören und danach sollte es schnell gehen. Nach dem Schuss machte der Hirsch wenige Fluchten, blieb stehen und als der Jagdfreund repetierte, flüchtete der Hirsch weiter in Richtung des nahen Einstandes. Die Todflucht war nur wenige Meter. Direkt am Einstand verendete der brave Eisspross-Zehner, Weidmannsheil. Der Hirsch wurde nochmals vor dem Jagdhaus traditionell mit Eichenlaub zur Strecke gelegt und die Grandeln überreicht.